Mein heutiger Gast im Coffee Talk zum Thema Gründerland Schweiz ist ein Gründer im politischen und gesellschaftlichen Sinn, der Nicola Forster. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Nicola, willkommen im Coffee Talk. Danke Felix, freue mich da zu sein. Du hast die Grünliberale Partei Zürich und die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft präsidiert. Und du hast auch 2 Thinktanks, Voraus- und Staatslabor, gegründet. Apropos Gründungen und Gründerland Schweiz. Der mythische Ort der Gründung Schweiz ist ja bekanntlich das Rütli, das hat schon der deutsche Schiller gewusst. Ja. Und da gibt es eine Geschichte, was da passiert ist vor über 160 Jahren mit der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Kannst du uns mehr zu dieser Geschichte erzählen? Ja, das Lustige ist ja, dass das Rütli beschrieben wurde ist vom Schiller und der Schiller gar nie auf dem Rütli war. Der Schiller war nicht mal in der Schweiz. Der Schiller hat nur die Schilderungen gehört, wie schön es dann dort ist. Der Goethe ist eigentlich durch die Schweiz gereist, hat dann den Wilhelm Tell schreiben, hat dann aber keine Zeit gehabt und den Stoff vom Schiller abgegeben. Und so ist unser Nationalmythos entstanden. Vor 160 Jahren ist die SGG, die ich präsidiert habe, die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, ist schon 1810 gegründet worden, also bevor die moderne Schweiz entstanden ist. Und dann, etwa vor 160 Jahren, haben sie einen Ausflug gemacht, wo sie am Rütli vorbeigekommen sind. Die haben dann gesehen, dass dort auf dem Rütli so ein Baugespann war. Und sie haben gefragt, ja, was ist das? Was passiert da? Und dann hat man ihnen gesagt, ja, das Rütli sollte mit einem Hotel überbaut werden. Und dann haben sie gesagt, ja, wir als gute Patrioten, alles Männer gewesen, müssen das retten. Und haben dann wie gesagt, okay, wir machen eine nationale Geldsammlung. Heute würden wir Crowdfunding sagen für das, mit der Hilfe der Jugend und der Kinder, die dann in der ganzen Schweiz Geld gesammelt haben, insbesondere in der Stadt, um das Rütli zu retten. Dann hat man das Rütli kaufen, so den Hotelbau verhindern. Und hat dann ein Jahr später hat man beschlossen, das der Schweiz, der Eidgenossenschaft, zu schenken. Und im Gegenzug hat man dann die Verwaltung übernommen von dem Rütli. Und das ist bis heute so. Und darum zum Beispiel die 1. August-Feiern auf dem Rütli werden von uns organisiert. Und das ist jetzt auch in den letzten Monaten ja immer wieder in den Medien gewesen, weil der Nationalrat unter anderem gefunden hat, man sollte uns die Verwaltung wieder wegnehmen. Also man sieht, das ist ein hoch umstrittener, symbolisch aufgeladener Ort. Aber es ist natürlich spannend, in so einer Rolle zu sein. Ja, aber die Schweiz ist ja schon vor 160 Jahren in einem Spannungsumfeld gewesen. Und absolut. Und der Zweck eigentlich von dem Kauf der Rütliwiese ist eigentlich auch eine Geste gewesen, um den Konflikt zwischen den Konservativen und den Liberalen ja. Auch ein bisschen zu kitten, oder? Genau, man hat auch in dem Moment wie ein Symbol dafür gebraucht, dass ja also 1848 ist die moderne Schweiz gegründet worden, was ein wichtiges Datum ist für Liberale, nachher auch Linke. Und natürlich der Mythos von 1291 und so ist sehr wichtig für die Konservativen, auch die Kantone, die ja verloren haben im Sonderbundskrieg. Dann ist man wie so auf der Suche nach Elementen, wo verbindet, wo man wie kann sagen, wir feiern etwas auch von den Verlierern, oder? Und dort hat man dann wie gesagt, darum ist das Rütli auch so wichtig, dass man wie sagt, das steht so fest für die alte Schweiz auch. Und darum feiern wir eben den 1. August und nicht den 12. September 1848, sondern feiern eigentlich die alte mythische Schweiz, dass es wie auch eine Brücke baut quasi zu diesen damaligen Verliererkantonen, die im Sonderbundskrieg verloren haben. Und ich glaube, das ist sehr ein weiser Entscheid gewesen, dass man nicht die Symbolik nur vom modernen, neuen, disruptiven genommen hat, sondern eben genau versucht hat, die anderen mit an Bord zu holen. Es ist interessant, dass die Spannung zwischen Tradition, das weitermachen, was eigentlich gut funktioniert hat, und sehr vieles schnell ändern, dass wir das immer noch haben. Also absolut. Das ist eigentlich eine Konstante. Ja, ja, und ich glaube, das ist immer eine Fähigkeit von der Schweiz auch, das irgendwie zusammenzubringen. Also auch wenn wir heute darüber nachdenken, was macht die Schweiz aus gegen aussen. Ich bin viel international unterwegs und dort ist das Heideland, also so das die schöne Berge, Käse, Schoki-Schweiz, die ist natürlich sehr präsent in den Köpfen, aber schon auch verbunden mit dem innovativen Standort, wo ja auch immer in allen Wettbewerben, in allen Ranglisten ist ja die Schweiz auch zuoberst. Also das ist noch eine interessante Verbindung. Oder? Das ist ein bisschen kontraintuitiv, dass diese 2 Welten
auf so einem kleinen Ort zusammenkommen. Ich glaube, das macht sexy aus. Also die Tradition verbunden mit Innovation ist eigentlich schon etwas Attraktives, wo die Schweiz gut macht und auch gut vermarktet. Genau, ich glaube auch, am Schluss geht es dann auch fest darum, wie zeigst du das gegen aussen, dass das eben auch zusammengeht, dass man nicht das Gefühl hat, es schadet sich, sondern das passt zusammen und ergibt ein Ganzes. So. Ja. Aber zurück zum Thema Gründen. Du hast nicht Unternehmen im ökonomischen Sinn gegründet, aber Unternehmen im politischen Sinn, die Thinktanks, Staatslabor und Voraus. Was war deine Motivation, das zu machen? Ich habe ausstudiert und habe eigentlich auch unterschrieben bei einer Anwaltskanzlei, um wirklich so auf diesen Track zu gehen, Rechtsanwalt werden, auch im Internationalen. Also das Internationale hat mich immer fasziniert. Und dann habe ich Ende Studium, in den letzten Monaten von meinem Studium, eine politische Kampagne leiten für Personenfreizügigkeit. Dort ist es um die Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien gegangen, hat man abgestimmt. Und dort habe ich die Jugendkampagne leiten in der ganzen Schweiz für alle Parteien, die dafür waren. Eine war nicht dafür. Ich sage nicht welche. Und dort habe ich gemerkt, okay, ich habe irgendwie ein Talent dafür, Leute zusammenzubringen, auch eben politisch eine Geschichte zu entwickeln, die funktioniert. Auch dort gerade für junge Leute, die so die Generation Erasmus, die Generation EasyJet, hat man so im Negativen gesagt, quasi, dass die auch ein Lebensgefühl hat, dass die auch Erwartungen hat, in einer vernetzten Welt weiter zu leben. Und dass es dort wie auch ein politisches Angebot braucht dafür. Und ich habe gemerkt, hey, das fasziniert mich. Ich habe da ein bisschen Talent dafür. Ich will mich gerne für das einsetzen. Und parallel dazu habe ich gesehen, ich könnte jetzt Rechtsanwalt werden, und es war so etwas anderes gewesen. Und ich habe gespürt, nein, mein Herz schlägt so fest fürs Unternehmerische, fürs Aufbauen, fürs Machen. Und dann habe ich die andere Karriere dann gar nicht angetreten und voll auf das gesetzt, dann ein Darlehen von 10'000 Franken aufgenommen von meinen Eltern, um das erste Jahr irgendwie überbrücken. Und dann haben wir eine erste Person anstellen, einen Geschäftsführer und so weiter. Und dann ist es ich meine, du kennst es, wenn du mal in dem Gründermodus drin bist, dann ist es extrem schwer, wieder rauszukommen. Dann kommst du immer ins Nächste. Und bei uns ist es dann wie nachher Operation Libero, ist dann die erste quasi Ausgründung, Spin-off von Voraus gewesen, dem Think Tank, den wir vorher gegründet haben. Und dann das Staatslabor ist dann eine weitere Gründung gewesen, später, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt einen grossen Bedarf für das Thema Innovation in der Verwaltung, in der Regierung. Und ja, du hast das Adrenalin, du hast das irgendwie, du merkst, wie du kannst mit deiner Energie wirklich etwas aufbauen und so, und dann ist es sehr schwer vorstellbar, wieder in die andere Welt zurückzugehen. Oder ich bin gar nie richtig in der anderen Welt drin gewesen. Also willst du es wieder machen? Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist wirklich auch, einfach, wenn man mit 25 gründet, das ist eine enorme Erfahrung, wo ich glaube, du musst auch bereit sein, auf einiges zu verzichten, gerade auch finanziell. Ich meine, es ist auch ein Finanzpodcast da. Also es ist natürlich, wenn ich Rechtsanwalt geworden wäre in einer Wirtschaftskanzlei, offensichtlich wäre meine Situation wirtschaftlich eine andere heute. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist wie nicht im Zentrum gestanden. Also was braucht es dafür, bei dir war es erfolgreich gewesen? Mhm. Ja. Aber was braucht es dafür, oder würdest du es jedem empfehlen? Ich habe das Gefühl, wir haben in der Schweiz eigentlich schon die Chance. Also im Unterschied zu vielen anderen Ländern haben wir ja wirklich auch ein Sozialnetz. Es geht uns gut. Es geht uns gut. Viele von uns haben eine Ausgangslage, dass wir nicht auch finanziell darben müssen, dass wir eine gute Ausbildung haben, häufig, dass wir irgendwo ein Sicherheitsnetz haben, wo man kann, selbst wenn man jetzt nicht enorm viel Geld hat, aber man kann trotzdem, auch wenn es mal nicht klappt, dann ist man nicht grad, hat man nicht gerade existenzielle Probleme. Und ich glaube, aufgrund von dem wäre es eigentlich wünschbar und ist fast ein bisschen erstaunlich, dass so wenig Leute auf Gründungen setzen, aufs Aufbauen, auf Startups und so weiter. Vielleicht auch, weil es uns gut geht. Ist vielleicht so ein Honigtopf als Fallen, oder, wo wir drin sind. Als Fallen, aber auch als Chance, dass man halt wie sagt,
ich möchte ein kleines, geregeltes Leben haben. Gerade auch, wenn es dann ums Thema Familiengründung geht, wenn es eben um finanzielle Ansprüche auch geht, die man vielleicht hat, wo man dann auch sieht, wenn man rundherum schaut, oder wie die anderen auch irgendwie dann langsam eine sehr schöne Wohnung haben und auf Bali in die Ferien gehen und so weiter. Also dass man dann wie das Gefühl hat, ja, mein Weg zum sicherstellen, dass ich so ein Leben habe, ist halt einer, der auch über das gute Geld verdienen in einer geregelten Position führt. Und ich glaube, das schließt sich natürlich ein bisschen aus. Also das Risiko, das du nimmst, wenn du ein Startup gründest, wenn du so eine Organisation gründest, ist natürlich, dass du erstens einfach sehr wenig verdienst oder gar nichts verdienst und dass du ins Amt setzt, oder? Also das ist ein Misserfolg, genau. Ja. Hast du auch mal Thema Misserfolg? Ja. Ist ein schwieriges Thema, aber wir reden nicht gerne darüber. Gibt es etwas, wo du würdest sagen, da ist etwas nicht gelungen? Ja. Vielleicht hast du etwas daraus gelernt? Hey, laufend. Also ich glaube, ich habe immer versucht, auch als Gründer, dass auch mehr gelingt, als nicht gelingt. Aber das Scheitern also wenn das Scheitern 49% ist, dann ist man gut unterwegs. So. Und ich habe immer auch dann wie so, das wird ja heute auch ein bisschen zelebriert, irgendwie so das Scheitern zu feiern und so weiter und die Fuck-Up-Nights, wo man erzählt davon und so weiter. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es in der Schweizer Gesellschaft jetzt nicht unbedingt gut ankommt, wenn man sieht, jemand ist auf die Nase gefallen. Ganz im Unterschied zu den USA zum Beispiel. Genau. Also wenn du mal im Silicon Valley warst, ist ganz normal, dass du 10 Sachen gemacht und davon sind 7 gescheitert, aber 3 sind relativ gut gegangen und 1 ist super, oder? Oder auch wenn auch wenn du mit Gründer oder Gründerinnen aus den USA redest, selbst wenn sie etwas gemacht haben und es ist gescheitert, dann erzählen sie darüber. Absolut. Weil die Amerikaner sagen, okay, aber du hast etwas daraus gelernt. Ja. Genau. Wenn ich dir jetzt wieder Geld gebe, den gleichen Fehler machst du wahrscheinlich nicht noch. Aber in der Schweiz ist es anders. Es ist ein kultureller Unterschied. Was ist in der Schweiz anders? Sind wir Perfektionisten? Perfektionisten. Du hast auch eben allgemein so einen Wunsch nach Sicherheit, der auch in unseren Institutionen ausgedrückt ist, oder? In unserem Sozialsystem. Und du siehst einfach rund um dich Leute, die in dieser Sicherheit leben. Und dann wie auch dort zu sehen, okay, ich bin der scheitert und meine anderen Peers haben es alle geschafft. Das ist natürlich nicht schön, oder? Aber hingegen, wenn du im Silicon Valley bist, ist es so, okay, alle anderen scheitern auch laufend. Ja. Aber es hat auch ein paar, die wirklich, wirklich grosse Sachen machen. Und ich glaube, ich habe mal 2 Jahre in New York gelebt und ich habe das immer sehr beeindruckend gefunden, so der Spirit von, okay, wieder aufstehen, wieder machen, das nächste Ding und so. Aber ich muss auch sagen, also das Thema vielleicht auch psychische Probleme, wo auch jetzt zum Glück immer ein grösseres Thema wird. Ich glaube, so einen Lifestyle kannst du fast nur leben, wenn es dir gut geht. Wenn du wirklich auch kannst durchpowern und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen die Kehrseite von dem Modell in den USA und so, wo, ja, wenn du dann eben abstürzt, steht dann richtig und dann tut es weh. Und vielleicht bei uns hast du wie quasi die Ausschläge gegen oben sind nicht so stark, aber gegen unten dafür auch nicht. Und das ist wie vielleicht das Schöne dann an unserem System. Aber ja, also Thema Scheitern, ich glaube, also wir haben immer wieder relativ existenzielle Fragen gehabt mit diesen Organisationen, wo wir nicht gewusst haben, ob wir in 3 Monaten noch unsere Löhne finanzieren können. Ich habe immer gefunden, für mich selber ist das Risiko eingehen, für mich ist nicht so ein Problem. Ich bin recht fest so all-in gegangen, immer. Aber ich finde, für dich selber kannst du es aushalten. Aber ab dem Moment, wo du Löhne zahlst, wo es Abhängigkeiten gibt, wo Leute dann eben vielleicht auch in meinen ersten Organisationen sind alle 25 gewesen. Ja, es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn dann mal irgendwie der Job ausläuft und etwas anderes oder machst. Wenn du Familie hast. Aber eben später dann, also wenn du dann mit 40, 50, 60-Jährigen zu tun hast, wo es dann um Themen wie Familie, Rente und so weiter geht, ist dann schon steht mehr auf dem Spiel und dann hast du dann eher die schlaflosen Nächte auch, wenn du merkst, okay, es könnte sein, dass es in einem halben Jahr fertig ist und ja, ist dann nicht nur schön, aber kennst du auch. Ja. Wo siehst du den volkswirtschaftlichen Nutzen vom Unternehmertum?
Hey, riesig. Also ich glaube, die Schweiz ist, wenn man zurückschaut, die Schweiz war recht ein armes Land gewesen. Und in der Industrialisierung hat man es geschafft, sich zu positionieren als ein innovatives Land. Und das ist eigentlich der Start vom Aufstieg gewesen. Und dort ist es dann eben nicht nur um grosse Unternehmen gegangen, später dann schon häufig, aber das sind Figuren wie ein Escher gewesen, oder? Wo einfach, also unglaublich, wenn du jetzt zurückschaust, dass der einfach irgendwie für den Gotthardtunnel, für die ETH, für die CS, gut, jetzt ein schlechtes Beispiel im Moment, aber Ja, aber immerhin was eine auch Person 150 Jahre. hat können mit anstoßen, auch was die Schweiz für eine Gründung ist, die moderne Schweiz, ist ja schon, also ich meine, das sind 50 Leute gewesen, die sich ein paar Wochen zusammengesetzt haben und nach einem Bürgerkrieg, dürfen wir nie vergessen, das ist 1847 der Sonderbundskrieg, ist ein Bürgerkrieg in der Schweiz gewesen, wenige Jahre später sich zusammenzuraufen und sagen, okay, jetzt gründen wir ein modernes Land, mega beeindruckend. Und ich glaube, das hat vielleicht dann auch durch die Sicherheit, die wir heute haben und so weiter, hat der Spirit, den die Schweiz extrem ausmacht, manchmal ein bisschen gelitten. Und man hat das Gefühl, okay, wieso sollten wir uns so anstrengen? Ja, wenn es einem gut läuft, dann wird man vielleicht auch ein bisschen... Mal ein bisschen profitieren. Ja, man wird, genau, ein bisschen nachlässig. Ja. Ja. Wie schätzt du die Rahmenbedingungen für Startups ein? Das ist jetzt eine politische Frage. Ja, nicht schlecht. Also ich glaube, wir stehen wirklich nicht schlecht da. Es gibt so die immer lamentieren. Ich habe das Gefühl, die Lebensqualität ist hoch. Also für Leute zu rekrutieren, um da Standort Zürich, Standort Schweiz zu arbeiten, ist relativ leicht. Du hast hohe Kosten für Angestellte, aber Du hast dafür gute Leute. du hast gute Leute, die dann auch kommen für das. Du hast Hochschulen, die international zu den allerbesten gehören, die laufend, oder? Da kommen immer mehr Leute auf den Markt, die du einfach direkt kannst reinholen in deine Organisationen. Fantastisch. Ich glaube, das Steuersystem ist auch kompetitiv. Ich habe das Gefühl, so im Bereich Risikokapital haben wir ein bisschen ein Problem. Also dort ist wie so, eigentlich die erste Phase ist relativ problemlos zu finanzieren, bis vielleicht 10 Millionen oder so. Friends and Family, nachher die ersten VCs und so, ja, möglich. Aber dann, wenn es so richtig in die grösseren Zahlen reingeht, ich meine, Get Your Guide als ja, natürlich eines der bekanntesten Beispiele oder so, muss dann raus. Oder? Also dann ist einfach dann schnell mal Berlin oder USA oder Israel oder London. Oder, also da sind dann eben andere Standorte, die einfach grösser sind. Also ich meine, offensichtlich ist in den USA mehr Kapital vorhanden als in der kleinen Schweiz. Ja, oder in London, ja. Als in London. Ja. Ja. Braucht es den Staat als VC, als Venture Capitalist, als Risikokapitalgeber? Ich bin immer skeptisch, wenn der Staat direkt interveniert, aber gleichzeitig weiss man ja schon auch, dass das iPhone, ohne dass der Staat sehr viel von diesen Elementen gefördert hätte, heute nicht würde existieren. Du weißt, dass sehr viele Innovationen aus dem militärischen Bereich kommen, was eigentlich alles staatliches Geld ist, wo dann nachher zum Teil via Unterhaltungsindustrie zum Beispiel dann in die breite Gesellschaft kommen. Also ich glaube, Elemente sind immer vom Staat gefördert und das sollte man auch nicht verteufeln. Die Mariana Mazzucato ist so eine Ökonomin, die fest dazu geforscht hat und auch aufzeigt, dass der Staat immer eine Rolle hat. Aber ich glaube trotzdem, dass der Staat sollte im Hintergrund bleiben und dort private Akteure sollten die erste Geige spielen. Ja. Was bedeutet Geld für dich? Geld ist ein bisschen ein Problem für mich. Ich habe das Gefühl, weil es mir nie wichtig war, schaue ich zu wenig drauf. So, also jetzt auch einfach für mich ganz persönlich. So, ich habe nie angestrebt, irgendwie aus Tätigkeiten viel zu verdienen. Aber bin durch das dann auch immer, das ist auch vielleicht speziell, wenn du so gesellschaftliche Organisationen aufbaust, du hast nie den Exit als Option, wo du dann richtig viel Geld rausziehst, oder? Also der Return on Investment ist immer ein gesellschaftlicher quasi und nie ein monetärer. Das höchste von den Gefühlen monetär ist quasi, dass du dir einen guten Lohn zahlen kannst. Und ich bin meistens so
in der Gründungsphase sehr stark habe ich angeschoben, aber das ist meistens die Phase, wo du keine Löhne kannst zahlen oder sehr tiefe. Und dann in einem Moment, wo man die Organisationen professionalisiert, wo dann einfach auch ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin übernimmt und so weiter, wo man dann mal kann gute Löhne zahlen kann, gehe ich weiter. Und darum also da habe ich wirklich gelernt mit der Zeit, auch muss ich persönlich ein bisschen mehr darauf achten, wie sonst ja, ist dann einfach, schaust du um und denkst, oh, wo bleibe ich? Ja. Genau. Aber es ist, also von dem her ist nie ein treibendes Thema gewesen für mich bei meinen Engagements. Aber natürlich wichtig auch gesellschaftlich. Ja. Nicola, vielen Dank. Danke dir, Felix. Voll gemacht. Vielen Dank auch an die Zuschauer und Zuhörer, Zuhörerinnen. Und mit dem bis zum nächsten Mal.